Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es mal nicht um die Samsung Galaxy Watch 6 Classic, um die Samsung Galaxy Watch 5 Pro und auch nicht um die Samsung Galaxy Watch 4, beziehungsweise auch wiederum doch um alle. Nein, es geht um Armbänder und ihr wisst ja, ich habe zum Beispiel hier an der Watch 6 Classic das Original Samsung Armband, ich habe auch ein paar andere Armbänder noch hier und habe mir tatsächlich jetzt ein neues Armband besorgt. Das wollen wir uns heute einmal angucken. Ein Nylon-Armband im Rucksackstil von Bandletic, das gibt es in vielen verschiedenen Farben und das gucken wir uns heute einmal gemeinsam an. So, bevor wir mit dem Bandletic loslegen, vielleicht noch ein kurzer Hinweis zum Thema Stegbreite. Sowohl bei der Watch 4 als auch bei der Watch 6 Classic als auch bei der Watch 5 Pro, also alle Uhren, die ihr gerade gesehen habt, beträgt die Stegbreite 20 mm. Das ist nochmal ganz wichtig zu wissen. Es gibt ältere Samsung Watches, die quasi 22 mm haben, deswegen ganz wichtig, die 20 mm Version von egal welchem Armband, aber auch vom Bandletic, da muss man sagen, das ist die richtige Größe, die ihr braucht sozusagen. Insofern denkt immer dran, neues Armband, Stegbreite 20 mm. So, jetzt packen wir das Bandletic, ich weiß nicht, vielleicht heißt es auch Bandletic, wahrscheinlich sogar eher. Packen wir einmal aus und ihr seht schon, ich mag Orange, denn ich habe auch einige andere Armbänder schon in Orange und habe mich deswegen hier auch für die orange Variante entschieden. Hier seht ihr das Band einmal, also aus Nylon ist es gefertigt, kein Silikon oder ähnliches, sondern ein Nylon-Armband, das seht ihr hier nochmal. Und dann hat es so ein bisschen die Optik von einem, ja, ich würde mal sagen Rucksack. Mich erinnert das zumindest an einen Rucksack und das hat mir halt ganz gut gefallen. Und es ist mit Klettband versehen, also sprich vollkommen individuell justierbar. Ihr habt nichts, was quasi nicht sich anpassen ließe und das Ding hält wirklich Bombe. Ich habe durchaus andere Armbänder mit Magneten und so weiter, die dann gut halten, aber nicht so extrem wie das Bandletic. Das muss man halt sagen, hält wirklich extrem gut. Und ihr habt halt hier auch den Quick Release Schalter sozusagen, also den Quick Release, die Quick Release Möglichkeit, um mal schnell das Armband zu tauschen, finde ich persönlich ja Gold wert, damit man nicht immer mit diesen kleinen Dingern hier hantieren muss, um das im Steg dann zu justieren. Grundsätzlich ist es so, dass sich das Ganze wirklich sehr gut anfühlt, gut verarbeitet. Ihr seht hier, dass auch die Nähte alle in Ordnung sind. Das ist hier eine Metallschiene oder beziehungsweise ein Metallzwischenstück. Auch da, das hält bombenfest, also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Es ist auch wirklich, wenn ihr mal in der etwas rougheren Umgebung außerhalb seid und was weiß ich, einen Berg besteigen wollt oder ähnliches, ist es auf jeden Fall das richtige Armband. Zum einen hält es sehr gut, zum anderen hat es auch, glaube ich, eine gute Qualität im Sinne von, sie hält auch einiges aus, wenn ihr vielleicht mal irgendwo dran schrammt oder ähnliches, was ja bei Lederarmbändern etwas anders ist. So, jetzt habe ich das Ganze mal angebracht und zeige euch mal, wie das Ganze an der Uhr aussieht. Das ist ja fast noch wichtiger als dieser theoretische Ansatz, wenn wir es uns nun mal so ohne Uhr angucken. Und dann sehen wir hier schon, es passt perfekt an die Uhr heran. Man sieht hier auch wenn es nicht diese Öhrchen hat, von denen ich ja immer gerne spreche, man sieht dadurch, dass von hinten trotzdem Nylon dahinter ist, passt es trotzdem sehr gut. Und der Vorteil ist, da braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen, ob man Öhrchen braucht oder nicht. Durch diesen kleinen Nylon-Überhang hier hinten wird auf jeden Fall eure Hautfarbe abgedeckt und von daher sieht man nicht, dass diese Öhrchen theoretisch hier nicht vorhanden sind. Ansonsten ist das, wie gesagt, vom Anbringen her kein Problem. Über den Quick Release hinten wird auch dann eben noch dieser Überhang mit abgedeckt. Was man natürlich beachten muss, und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu wissen, je nachdem wie breit euer Arm ist, gerade wenn ihr eine farbige Variante habt, es gibt ja auch eine schwarze Variante, aber eben auch die farbigen, bleibt natürlich ein Stück Rest schwarzer Klett übrig. Aber das lässt sich natürlich nicht vermeiden, weil das Klett nun mal aus schwarzem oder das schwarze Klett quasi eben verwendet wurde sozusagen. Ansonsten gefällt mir das optisch wirklich richtig, richtig gut und ich glaube oder beziehungsweise ich denke, euch wird es ähnlich gehen, wenn ihr solche Armbänder mögt. Ja, was ist jetzt mein Fazit zum Bandletic? Wie gesagt, dieser kleine schwarze Streifen hier stört mich persönlich jetzt nicht, kann ich aber verstehen, wenn da Leute sagen, das findet man unschön. Das würde man natürlich umgehen, indem man das schwarze Armband wählt, falls einem das besser gefällt. Mir gefällt die orange Variante sehr, sehr gut. Ich mag auch dieses Rucksackartige, das finde ich eigentlich ganz schön und ich finde, es wirkt halt etwas vom Hiking, also Wandern oder Bergsteigen oder sowas, da könnte man so ein Armband vielleicht ganz gut verwenden. Man muss am Ende sagen, der Preis ist auf jeden Fall auch noch überzeugend. Das Ding kostet keine oder knapp über 20 Euro, wenn ihr den Code WeLove verwendet. Müsst ihr natürlich nicht, könnt auch woanders bestellen, bei Amazon oder so, alles kein Ding. Auf jeden Fall für 20 Euro würde ich das Ding auf jeden Fall empfehlen. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.